Audax Randonneurs Mondéjou, das legendäre Superbrevet Paris-Brest-Paris, 1200 Kilometer pure Ausdauer, knappe 7000 Teilnehmer weltweit, fahren von Paris an den Atlantik und wieder zurück, Tag und Nacht im Sattel, in kühlen Nächten und bei glühender Hitze, zwischen Euphorie und totaler Erschöpfung, Faszination Brevetfahren, das ultimative Event aller Randonneure, das Superbrevet Paris-Brest-Paris. Willkommen zu Teil 7, Einteilung der Strecke und strategische Kontrollpunkte, habe ich das mal genannt. Also jeder Fahrer macht sich bestimmt vor der PBP Gedanken, wo er vielleicht längere Pausen machen möchte und wo er dann bestimmt mal versuchen will zu schlafen. Denn ohne Schlaf wird man das oder werden das nur die wenigsten schaffen. Nochmal ein Blick auf die gesamte Strecke mit den Kontrollpunkten, um hier vielleicht schon ein bisschen abzuschätzen, wo man dann planen könnte, längere Zeit zu bleiben. Die Kontrollstellen sind auch so ein bisschen unterschiedlich in der Ausstattung. Und Fahrer, die das schon mal absolviert haben, die können so ein bisschen die Unterschiede der Kontrollpunkte und dann besser abschätzen, wo sie vielleicht länger bleiben wollen. Oben ist dann angegeben das Höhenprofil, sodass man vielleicht auch überlegt, bevor man größere Anstiege in der Bretagne hat, dass man dann vielleicht vorher noch ein bisschen länger Kraft tankt, um das dann zu bewältigen. Die offiziellen Kontrollpunkte, also 8 Stück gibt es, die offiziell durchfahren werden. 6 davon werden zweimal durchfahren, also jeweils auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Da stehen dann jetzt jeweils die Kilometer, die man beim Hinweg und nachher beim Rückweg bei dem Kontrollpunkt hinter sich hat. Brest ist ja der Wendepunkt, da sind wir dann nur einmal. Und dann gibt es unten Nummer 8 Dreux bei Kilometer 1180, also knapp 44 Kilometer vor dem Ziel in Rambouillet. Also strategisch kein wichtiger Checkpoint. Aber so die weiter oben, da kann das schon Sinn machen, sich das genauer anzugucken und zu überlegen, wo man dann plant, ein bisschen länger zu bleiben, wenn man das dann möchte. Und bei Kontrollpunkt Nummer 2, da hat man auf dem Rückweg dann das erste Mal die 4-stellige Kilometerleistung hinter sich. In Brest hat man die Hälfte hinter sich. Überlegungen zur Streckenaufteilung. Also jeder Fahrer macht sich bestimmt ein paar Gedanken, wie er sich die 1200 Kilometer aufteilen will und ob er irgendwo bei irgendwelchen Checkpoints dann länger Pause macht. Und eine Idee wäre zum Beispiel 3 x 400 Kilometer zu fahren. Da ist auch ein guter Stützpunkt, wo man dann da bleiben kann, um das hinzubekommen. Jedenfalls könnte man ja so anfangen, eine 100 Kilometer Zeit, die kennt bestimmt jeder so aus dem Training. Und bei mir, ich bin ein wahrscheinlich Standard-PBP-Fahrer von der Zeit, brauche also mal ganz knapp über 3 Tage, liege also irgendwie 2 bis 3, 4, 5 Stunden über den 72 Stunden und bin dann also guter Vergleichswert dafür. Und meine 100 Kilometer Zeit sind so 3,30 bis 3,50. So durchschnittliche Zeiten bei 400 Kilometer Brevets, alles immer ohne Höhenmeter oder Großhöhenmeter, sind dann so 15 Stunden bis knapp unter 20 Stunden. Und die 600 Kilometer Brevets habe ich dann so, wenn ich schnell war, waren es dann also knapp unter 29 bis so 34 Stunden. Ja, und die PBP, da hat ja nun jeder sich einen Zeitslot ausgesucht. Entweder, die meisten werden es mit 90 Stunden machen, einige haben dann die schnellen bei 84 Stunden, die sie dann unterbieten müssen, um nicht aus dem Zeitrahmen und aus der Wertung rauszufallen. Und unten habe ich mal reingeschrieben, das, was ich bislang immer an Bewegungszeit bei der PBP hatte, das waren also unter 50 Stunden. Den Rest habe ich dann an den Kontrollpunkten oder auch unterwegs, da gibt es ja inoffizielle Punkte, wo man sich verpflegen lassen kann. Die habe ich also da verbracht und habe bislang immer 2-mal längere Zeit geschlafen. Die erste Übernachtung dann so vor Brest waren dann immer 5 Stunden oder 4 Stunden und dann habe nochmal eine zweite gemacht, die dann ungefähr so 3 bis 4 Stunden immer war. Ja, also man sieht schon, da sind viele, viele Stunden, die man dann neben dem Schlaf einfach mit den
mit der Zeit bei den Kontrollpunkten verbringt. Und wenn man also wirklich, also wenn man das anlegt auf eine kurze PvP-Finisher-Zeit, wenn man darauf Wert legt, dann ja, die meisten machen das sicherlich zusätzlich zu dem schnellen Fahren, dann auch mit sehr kurzen Stopps bei den Kontrollpunkten. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, die 100 Kilometer Zeit, 12 mal 4 Stunden, würde ich also hinkommen mit knapp unter 50 Stunden, wenn man ausgeht, dass man das dann hält. Und da ist ja jetzt, ja, da ist ja die Ermüdung einfach nicht einzuberechnen. Und ja, es ist schwer zu vergleichen, finde ich. Und da ist es irgendwie, finde ich, besser, die 400 und die 600 Kilometer Privatzeiten zu verwenden, die man dann also bei 400 mal 3 nimmt. Da komme ich also auch knapp über 50 Stunden. Oder zweimal der 600er, da würde ich dann auf 60 Stunden kommen. Und da bin ich doch verwundert über mich selbst, dass ich also PvP schneller fahre als zweimal 600 Kilometer von der Fahrzeit her. Ist vielleicht nicht ganz gut zu vergleichen. Und also ich kenne es vom Marathonlauf, also 2 Halbmarathons sind nicht gleich ein Marathon. Der Marathon ist einfach anders als 2 hintereinander gelaufene Halbmarathons, weil halt der zweite Teil doch ganz anders ist als der erste durch die Vorbelastung. Ja, also so richtig kann man das dann, oder finde ich, kann man es nicht gut planen, wie man das macht. Aber Strategie hat dann doch irgendwie jeder. Und so habe ich mal 4 Kontrollpunkte für mich rausgesucht, die ich strategisch für recht gut und wichtig finde. Und Hit Nummer 1 ist eigentlich, wenn man sagt, man ist 3 Tage unterwegs, was die meisten sicherlich sind, und sagt sich, man fährt dann grob 3 mal 400 Kilometer, egal zu welcher Tageszeit und auch egal zu welcher Zeit man denn bei der 400 Kilometer Zielgerade ankommt, um dann dort zu schlafen, selbst wenn es über Tag ist. Und das ist halt Ludiak. Da ist man nach knapp 400 Kilometern. Ein bisschen drüber macht Sinn, wenn man das erste Mal dahin fährt, weil man ja noch relativ frisch ist. Hat also Ende der 4. Etappe ist das dann ja. Und ja, ist also einer der großen und gut ausgestatteten Kontrollpunkte. Und also hier machen auch wirklich viele Fahrer dann längere Zeit Pause. Ja, auf dem Rückweg hat man dann knapp vor 800 und hat dann hinterher nur noch 420 Kilometer vor sich. Von daher macht das wirklich Sinn. Und ja, weil wohl viele Fahrer das dann auch nutzen, gibt es da also gute, große Schlafmöglichkeiten. Da haben die also für gesorgt. Gibt auch gute Verpflegung und Support für Reparaturen, wenn da was ist, dass man sagt, okay, ich plane ein, da irgendwie länger was zu machen. Und der zweite Kontrollpunkt, das ist dann Cae Bleguet bei Kilometer 515 auf dem Hinweg, bei Kilometer 700 auf dem Rückweg. Und ja, der liegt so vor dem höchsten Punkt der Strecke. Da ist ja ein größerer Berg, den man beim Hinweg vor Brest dann vor sich hat. Das ist der Roc Trevel, oder so ähnlich wird er ausgesprochen, auf dem Weg nach Brest. Ja, und hier kann man sich also vor diesem Anstieg, der ist also relativ lange, dann noch einmal stärken. Gibt also auch ausreichend gut Schlafplätze. Macht vielleicht für viele Sinn, am ersten Tag möglichst viel zu fahren, so ein bisschen über 500 Kilometer rüber, und sich dann die anderen 2 Tage oder 1,5 Tage, die man dann vielleicht braucht, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist, dass man also diesen zweiten Part ein bisschen reduziert und leicht unter 400 Kilometer hält. Ja, und das ist also der zweite Punkt, wo ich sage, der macht strategisch Sinn, den besonders auf dem Plan zu haben. Dann ist ja mental ein wichtiger Punkt Brest, weil da die Halbzeit ist. Man hat 600 Kilometer hinter sich. Wenn man also halbiert die Strecke und sagt, man macht halt 2 mal 600 draus, schläft halt nur einmal und macht dann dazwischen Powernapping, was ja auch viele machen. Also einmal längere Zeit schlafen und den Rest dann Powernapping, dann wäre Brest was. Mental halt, weil er die Hälfte ist. Von daher gut zu wissen, man kann sehr gut seine Zeit vergleichen. Man weiß zwar, auf dem Rückweg braucht man einen Tick länger, weil halt die Beine ein bisschen schwerer geworden sind und die Vorbelastung im Körper steckt. Ja, aber hier gönnen sich halt viele längere Pause. Und also ist nicht der allerhübscheste
Kontrollpunkt, so aus meiner Meinung. Er bietet aber viele Schlafplätze, gute Verpflegung und natürlich gibt es auch hier die Möglichkeit, da Räder warten zu lassen und da irgendwie eine Reparatur zu machen. Und den vierten und letzten, für mich strategisch wichtigen Punkt, ist auch mein Favorit als schönsten Kontrollpunkt, weil da einfach eine super geile Party gefeiert wird, wenn man da am Tag ankommt und durchfährt. Und das ist halt Vilaine-la-Chulelle. Das ist auf dem Hinweg bei Kilometer 200. Da sind die meisten Fahrer dann in der Nacht in der Regel. Hat so seinen Flair, wenn man durch nachts in diese Stadt fährt. Und da ist ja rechts und links von der Straße ist ja was aufgebaut, wo man dann die Fahrräder parkt. Da ist das auch noch alles relativ voll und kompakt. Und dann geht man so ein paar Treppen hoch. Und das ist, glaube ich, eine Schule, wo der Kontrollpunkt eingerichtet wurde. Und kann dann da Stempel holen, sich verpflegen, was essen. Und ja, genau. Aber der Hauptpunkt für mich ist immer bei der Rückreise diese gigantisch tolle Party da. Also da mag man wirklich gerne verweilen und da kann man auch wirklich Zeit vertrödeln. Ich gucke mir ja ganz gerne mal die Kontrollpunkte an und wie die Fahrer da so sind und auch das Publikum, was die Fahrer denn da ja begrüßt und applaudiert und Fernsehen ist dann da und da wird schön moderiert. Also wirklich ein ganz toller Punkt. Und das sind jetzt so die 4 Kontrollpunkte, die ich für strategisch wertvoll finde, dass man dann bei seiner Planung oder unterwegs weiß, also die Punkte sind jetzt vor einem und ja, jetzt fühle ich mich so und so, dass ich sage, okay, da fahre ich noch hin, das schaffe ich noch und dann lege ich da eine längere Pause ein oder sage, ich gehe dann wirklich da dann schlafen. Also ich selbst unterteile mir das nicht so richtig, nicht fest zumindest. Ich mache mir so ein paar Punkte aus, wo ich übernachten will und genau, aber nehme die dann nicht wahr und fahre eigentlich immer so weit, bis ich sage, so jetzt geht's eigentlich nicht mehr richtig. Jetzt nehme ich den nächsten Punkt, wo ich mir was zu schlafen organisiert habe, dann auch wahr, dass ich also nicht das fix einteile. Und für jeden Anfänger ist meiner Meinung nach diese 3x400 Kilometer Distanz mit Pause oder mit längerer Pause in Ludiak, glaube ich, das Sinnvollste. Aber man darf halt die Zeit nicht vertrödeln. Also schlafen muss schnell passieren, schnell irgendwie dahin, wo man dann schlafen will und dass man wirklich dann auch schnell zur Ruhe kommt und da nicht ewig irgendwie warten muss. Das waren jetzt so meine Ideen zu den Kontrollpunkten, wie man sie vielleicht strategisch sich in eine Liste einträgt im Kopf und sagt, also bis dahin werde ich dann auf jeden Fall durchhalten und da dann längere Zeit Pause machen und versuche zu schlafen oder ein bisschen ausgiebiger zu essen, bevor es dann weitergeht. Ja, vertrödeln darf man die Zeit nicht dort. Und dann ja, wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Planung für das nächste Mal. Und im nächsten Video geht es dann jetzt auch wirklich los mit der ersten Etappe. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.